Danke für die Vorstellung. Sie haben ja gehört, mein Name ist Claudia Hammer. Ich bin verantwortlich in der Deutschen Weinakademie für die Umsetzung unter anderem eines Präventionsprogrammes. Das heißt Wine in Moderation. Ich hoffe, Sie haben es alle schon gehört und die Hälfte ist auch, oder am besten alle sind Mitglied. Dieses Thema, dieses Programm beinhaltet auch das, von dem wir heute sprechen werden. Aber vorweg erstmal herzlichen Dank an den Hausherrn hier, Herr Müller, dass wir hier sein dürfen. Auch an die Moselwein, der Herr Schmidt ist leider nicht da, dass er das unterstützt. Und ich muss vor allem Herrn Achim Rosch danken. Der hat es nämlich eigentlich initiiert, weil wir mal gemeinsam auf einer Sitzung waren. Da hat er gesagt, das habe ich alles noch gar nicht gehört. Das machen wir auch mal bei uns an der Mosel. Und ja, egal wie viel da sind, ich denke immer, die da sind, über die soll man sich freuen und nicht über die nicht da sind. Ja, kurz zu unserer Aufgabe. Die Deutsche Weinakademie ist verantwortlich für die wissenschaftlichen Informationen zum Thema Benefits, moderater Weinkonsum und Risiken eines missbräuchlichen Konsums. Ich denke, da brauchen wir nicht uns darüber zu unterhalten, dass es bestimmte Menschen gibt, die keinen Alkohol trinken sollen, Schwangere, Stillende und so weiter. Das, denke ich, ist eigentlich Allgemeinwissen und das wollen wir auch gar nicht hier ausbreiten. Aber unsere Arbeit, die ist natürlich ganz wesentlich davon abhängig, wer das kommuniziert. Wenn die Hammer, die indirekt von Ihnen bezahlt wird, über den Deutschen Weinfonds, wenn ich über Benefits von moderatem Weintrinken rede, dann ist das immer so ein bisschen Geschmäckle, ne? Es ist natürlich ganz wichtig, dass man unabhängige und am besten Wissenschaftler, die keine Weinberge haben, die nicht vom Weintrinken leben, sondern ja unabhängig und einfach nur Spaß an dem Thema haben. Und deshalb bin ich total glücklich, einen solchen Beirat zu betreuen, der in erster Linie aus Ärzten und Ernährungswissenschaftlern besteht. Und 2 von ihnen konnte ich überreden, dass sie heute hier dabei sind. Einmal der Professor Rett, unser Vorsitzender, werde ich gleich noch was zu seinem Leben und seinem Wirken sagen, und Professor Worm, den die meisten von Ihnen ja auch schon mal mitgekriegt haben. Und der dritte im Bunde, auch heute für uns ganz besonders, ist mein Kollege, ich sage jetzt Kollege vom Deutschen Weininstitut, der Florian Koch. Der ist nämlich dafür da, das Ganze etwas niederschwelliger rüberzubringen, dass es auch jedermann verstehen kann, aber dazu braucht man natürlich die wissenschaftliche Expertise. Man kann nicht irgendwas erzählen, das keine Basis hat. Die ersten beiden Vorträge sind die Basis, der dritte Vortrag ist die Anwendung, möchte ich mal so sagen. Genau. Deshalb bin ich Ihnen allen dreien schon im Vorfeld herzlich dankbar. Und ja, jeder Tropfen macht Krebs, jeder macht krank. Alles, wenn man Bananen, Sauerkraut, Kefir isst und trinkt, hat das auch Alkohol. Das macht komischerweise nicht krank. Also irgendwie ist da in der Argumentation irgendwas verkehrt. Aber das können Ihnen die Referenten viel besser erzählen als ich. Deshalb werde ich das jetzt alles ein bisschen abkürzen, weil wir auch schon später angefangen haben, und den Herrn Professor Worm vorstellen. Zum Prozedere noch, habe ich mir noch aufgeschrieben, dass ich nicht vergesse. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und Sie können die im Nachgang in unseren allen Kanälen auch nachvollziehen. Also Sie brauchen nichts mitschreiben und gar nichts. Sie können dann alle Fragen und Präsentationen da sehen. Dann gibt es eine kleine Kaffeepause nach dem Herrn Worm und dann kommen die beiden anderen Referenten. Fragen haben wir, denke ich, genug Zeit. Wenn nicht, bei uns werden Sie geholfen, können Sie sich immer an die Deutsche Weinakademie wenden. Dann werden wir versuchen, die zu lösen. Ja, nun stelle ich unseren ersten Referenten vor. Professor Dr. Nikolai Worm, Ernährungswissenschaftler, lange Jahre Professor an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken. Autor vieler Sachbücher. Ich denke, viele kennen seine Bücher über Low Carb und über Leberfasten und Flexicarb. Also alles Ernährungsthemen, auch über Wein hat er schon geschrieben. Ja, und er ist schon Jahrzehnte eigentlich in unserem wissenschaftlichen Beirat.
und Vorsitzender der Wissenschaftsgruppe der internationalen Wissenschaftler in dem Wine Information Council. Das ist so das Pendant zu unserem nationalen Beirat auf der Brüsseler Ebene. Ja, er beherrscht die Kunst, komplexe Sachverhalte für jedermann verständlich umzusetzen. Deshalb erschrecken Sie erst nicht mit seinen Folien. Er hat gesagt, die sind bestimmt viel zu kompliziert. Nee, sind sie nicht. Er erklärt Ihnen das und Sie werden, jeder mit durchschnittlichem Intelligenzquotient versteht das. Und das sind Sie alle. Ja, sein Thema sind die neuen Empfehlungen zum Alkoholkonsum der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und der Weltgesundheitsorganisation. Dabei setzt er sich eben mit den fachlichen, mit den Fakten auseinander und hilft, die Frage zu beantworten, was ist denn dran an jedem Tropfen, schädlich oder nicht? Ja, vielen Dank, Claudia. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich über das Thema hier sprechen darf. Mache ich immer sehr gerne, es ist sehr wichtig, Hintergrundinformationen zu bekommen zu diesem ganzen Thema, die Sie wahrscheinlich so nicht so schnell wieder lesen oder sehen werden, auch nicht bei Herrn Hirschhausen zum Beispiel. Also, ich werde Ihnen zunächst mal darstellen, woher kommen diese Empfehlungen. DGE steht für Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Was gibt es da für Interessenskonflikte? Möchte ich Ihnen ein paar Hintergründe liefern. Dann werde ich Ihnen die neuesten europäischen Daten zeigen, aus ganz aktuellen großen europäischen Studien zum Thema Alkoholkonsum, aber insbesondere Weinkonsum. Und dann werde ich das Krebsthema ein bisschen näher beleuchten, was ist da dahinter und zum Schluss ein paar Schlussfolgerungen. Nun, das sind die offiziellen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ich hoffe, oder ich kann mir vorstellen, einige kennen dieses Blatt. Hier sehen Sie also die Darstellung, risikofrei ist nur 0 Gramm pro Woche, risikoarm bis zu 27 Gramm, also bis zu 26 Gramm eigentlich, moderates Risiko. Und das sind jetzt diese Wochendosen, die hier angegeben sind. Man sagt ja, man soll den Alkohol verteilen über die Woche. Und wenn Sie das also auf 7 Tage umrechnen, dann wäre moderates Risiko bei 4 Gramm Alkohol am Tag. Ja, wenn Sie das ich habe hier bei 28 Gramm mal angefangen, das wären also 4 Gramm Alkohol pro Tag, wäre schon ein moderates Risiko. Und 12 Gramm Alkohol pro Tag wäre ein riskanter Konsum. 12 Gramm pro Tag ein riskanter Konsum, sagt die DGE. Das wäre also 12 Gramm Alkohol, wäre zum Beispiel diese Menge Wein. Glauben Sie das? Oder diese Menge Bier. Interessant ist bei dieser DGE-Darstellung, dass sie nicht differenzieren. Ich habe hier extra diesen Spruch hier hingeschrieben. Diese Empfehlung gilt für beide Geschlechter, für Übergewichtige wie für Schlanke, für Junge wie für Alte, für sportlich Aktive wie für Inaktive, für Raucher wie für Nichtraucher, für miserabel Ernährte wie auch für besonders gesund Ernährte. Und ich schreibe das deshalb hin, weil ich Ihnen dazu Studienergebnisse zeigen werde, wie wichtig diese Faktoren sind, um überhaupt das tatsächliche Risiko beurteilen zu können. Nun, ich habe gesagt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat das veröffentlicht 2024 und in einem Paper hat hier im August 2025 hat die DGE geschrieben, worauf basieren diese Empfehlungen, nämlich auf Berechnungen einer kanadischen Arbeitsgruppe. Okay? Ich habe das natürlich sofort recherchiert und hier ist die kanadische Arbeitsgruppe, die diese Empfehlung im Ursprung kreiert hat. Canadian Center of Substance Use and Addiction. Wer Englisch kann, das ist eine Gruppierung, die sich nur um Alkoholmissbrauch und Sucht kümmert und nicht um Herzinfarkt, nicht um Krebs, nicht um Hirninfarkt oder Alzheimer oder Demenz, sondern da geht es eigentlich nur um die negativen Aspekte des Alkoholmissbrauchs. Die haben also Empfehlungen in Kanada veröffentlicht und man glaubt es nicht, aber das sind die kanadischen Empfehlungen und die DGE hat tatsächlich 1:1
die kanadischen Empfehlungen nach Deutschland transportiert, ohne etwas zu ändern. Und wenn man in diesen kanadischen Empfehlungen weiterliest, in den original kanadischen Daten, dann stellt man fest, hier ist die die Abbildung, ich habe das übersetzt auf Deutsch. Diese kanadischen Empfehlungen basieren natürlich auf kanadischen Statistiken, auf kanadischen Surveys, wie sagt man da auf Deutsch, Umfragen und kanadischen Risikodaten, kanadischen Sterblichkeitsdaten, kanadischen Alkoholkonsumdaten, statistisch Pro-Kopf-Daten, alles sind kanadische Daten und die wurden dann einfach auf Deutschland übertragen. Interessanterweise hat die kanadische Regierung ihre offiziellen kanadischen Trinkempfehlungen nicht nach dieser Gruppierung orientiert, sondern ich habe hier nochmal geguckt, Ende Februar 2026, die haben wir nach wie vor die üblichen Low-Risk Drinking Guidelines beibehalten, nämlich für Frauen bis zu 2 Standarddrinks pro Tag und bei Männern bis zu 3 Drinks pro Tag. Das ist also neuester Stand der kanadischen Bundesregierung, die sich nicht nach dieser Alkoholmissbrauchsgruppierung richtet. Warum richtete sie sich nicht danach? Das wird auch veröffentlicht. Ich habe hier den Link, das kann man also nachvollziehen. Warum richten sie sich nicht danach? Die Hauptgründe, weil die zu restriktiv und einseitig seien. Die Leitlinien ignorieren potenzielle Vorteile moderaten Konsums, überbetonen kleine Risiken, was sich als alarmistisch wirken lässt. Bias-Vorwürfe, also Einflussnahme, Verbindungen zu Abstinenzgruppierungen wie Movendi. Movendi ist das Guttempler, das sind die internationalen Guttempler, die hier finanziell unterstützt haben. Methodische Schwächen und fehlende Ausgewogenheit. Das sagt die kanadische Regierung zu den kanadischen Empfehlungen. Aber für uns sind die Empfehlungen in Ordnung. Ja, wenn man hier also tatsächlich bei diesen kanadischen Gruppierungen nachliest, dann findet man hinten im Anhang Interessenskonflikte, die da angegeben werden. Und diese 3 Herren geben also an, von Movendi International, von den Guttemplern für ihre Arbeit unterstützt zu werden. Insbesondere dieser Herr, Tim Stockwell, ist ein Altbekannter in unserer Diskussion, der seit 2005 sich einsetzt im Rahmen der Guttempler-Organisation weltweit, um den Alkoholkonsum möglichst zu minimieren oder möglichst darauf hinzuwirken, dass hier entsprechende Gesetzgebungen eben eingeführt werden. Das ist also ein alter Bekannter. Und tatsächlich, wenn Sie auf die offizielle Webseite der Movendi International Gruppierung gehen, dann finden Sie dieses Statement, dass die Guttempler-Organisation tatsächlich auch die WHO für ihre Alkoholagenda Geld gibt. Also WHO wird unterstützt von Anti-Alkohol-Aktivisten. Das wird aber in den Medien überhaupt nie erwähnt, wird nicht breitgetreten, ist aber alles offiziell, kann man alles im Internet nachrecherchieren. Also Movendi ist offizieller Partner der WHO, direkter Kooperationspartner von Reset Alcohol, da wird mein Kollege dazu noch was sagen. Movendi reicht offizielle Stellungnahmen bei WHO-Konsultationen ein und fordert bestimmte Politikempfehlungen. Ist halt so, wenn man Geld gibt, dann kann man auch Forderungen stellen, was die Empfehlungen betrifft. Nun, ich komme gleich noch zur Wissenschaft, zuerst aber ein bisschen Politik, damit Sie die Hintergründe ein bisschen verstehen können. Am 7. Januar 2026 sind in den USA neue Ernährungsempfehlungen veröffentlicht worden. Im Rahmen dieser neuen Ernährungsempfehlungen gab es auch Alkoholempfehlungen, die sehr
zurückhaltend waren, nämlich nach dem Motto, trinkt nicht so viel und keine konkrete Beschränkung hier abgegeben wurde. Was sehr interessant ist, am gleichen Tag erschien ein Paper, hier habe ich es größer, am gleichen Tag erschien ein Paper von dem amerikanischen Repräsentantenhaus zum Thema Alkoholempfehlungen. Also der amerikanische Kongress hat gesagt, wir können Alkoholempfehlungen nicht übernehmen, die von der Biden-Regierung in Auftrag gegeben worden waren. Also unter Präsident Biden ist eine Gruppierung beauftragt worden, Alkoholempfehlungen oder den Hintergrund für Alkoholempfehlungen darzustellen. Und da finden Sie wieder diese Guttempler hier, Timothy Naimi und Kevin Shield und Jürgen Rehm sind altbekannte Leute, die immer gegen Alkohol argumentieren. Das war unter Präsident Biden beauftragt worden und unter der neuen Regierung hat man das abgelehnt, diese Empfehlungen zu übernehmen. Warum? Wegen der Einflussnahme der Guttempler, weil die Methodik einseitig war, schlecht war und auf eine politische Empfehlung eigentlich hinaus formuliert war. Okay, also so weit, so gut für einige politische Hintergründe. Ich finde es einfach erstaunlich, dass für deutsche Institutionen das aber völlig in Ordnung ist, solche Empfehlungen, die von Guttemplern unterstützt werden und beeinflusst sind, auf die deutsche Bevölkerung einfach zu übertragen. Der Mann, der am meisten Verwirrung eigentlich schafft, ist, wie gesagt, dieser Tim Stockwell. Der sagt nämlich, ihr behauptet, ein wenig Alkohol würde vor Herzinfarkt schützen, vor Hirninfarkt schützen, die Sterblichkeit senken. Und ich sage, das liegt nur daran, dass in der Vergleichsgruppe, wenn ihr also moderaten Alkoholkonsum mit Abstinenz vergleicht, dass in der abstinenten Gruppe, in der Vergleichsgruppe schon viel zu viele Leute dabei sind, die aufgehört haben, Alkohol zu trinken, weil sie krank sind. Sick Quitters These nennt man das. Also man denkt sich oder er sagt, wenn man aufhört, Alkohol zu trinken, dann sind viele Leute dabei, die sind durch Alkohol vorgeschädigt und haben deshalb aufgehört zu trinken. Und weil sie vorgeschädigt sind, haben sie natürlich ein hohes Risiko zu sterben. Okay? Und wenn man also solche Vorgeschädigten vergleicht mit gesunden Leuten, die moderat trinken, dann ist ja klar, dass die gesunden, moderat Trinkenden besser abschneiden. Das ist die Sick Quitters These. Sie haben vielleicht solche Risikokurven schon mal gesehen. In Langzeitbeobachtungsstudien vergleicht man also Leute, die 10 Gramm trinken, 20 Gramm trinken, 50 Gramm trinken. Ja, man gibt hier diese Dosis auf dieser Achse an und dann gibt man auf dieser Achse das Risiko an. Und wenn man also als Referenz, als Ausgangsgröße Abstinente nimmt, dann sieht man, dass bei leichtem Konsum 5 Gramm, 10 Gramm, 20 Gramm, 30 Gramm, dass das Risiko sinkt und bei 40, 50 Gramm erreicht man wieder das Risiko von Abstinenten und wenn man noch mehr trinkt, dann steigt das Risiko für alle möglichen Erkrankungen, vor allen Dingen für Krebs. So, und Tim Stockwell sagt, diese Risikominderung entsteht ja nur deshalb, weil die hier schon krank sind. Okay? Das ist seine These und damit macht er Furore. Tatsache ist aber, dass alle neuen oder fast alle neuen guten Studien das berücksichtigen und diese Sick Quitters versuchen statistisch auszuschließen, indem sie vorab in den Studienprotokollen eben festlegen, die werden nicht aufgenommen oder die werden ausgeschlossen statistisch. Jetzt passen Sie auf, 2024, Ende 2024, gab es von den National Academies of Science in den USA, eine Institution, die keinerlei Bezug zu irgendeiner Alkohollobby hat, gab es eine große Analyse von allen neuen Langzeitstudien.
Und zwar ganz wichtig, die Vergleichsgruppe wurde gebildet, nachdem Nie-Trinker von ehemaligen Trinkern getrennt wurden. Also diese Sick-Quitters-These wurde hier eliminiert, indem man ganz vorsichtig nachgeguckt hat, sind da ehemalige Säufer dabei oder nicht dabei, kann man die ausschließen, kann man die aus der Statistik rausnehmen. Das war die Voraussetzung für diese große Analyse. Und was kam raus für moderaten Alkoholkonsum? 1 Drink pro Tag für Frauen gleich 14 Gramm, 2 Drinks für Männer gleich 28 Gramm, ergab 22% weniger Herzinfarktsterblichkeit, 11% weniger Hirninfarktsterblichkeit, 18% weniger Herz-Kreislauf-Sterblichkeit, 16% weniger Gesamtsterblichkeit. Das ist das Neueste vom Neuesten, wird weder von der WHO zur Kenntnis genommen, noch von der DGE zur Kenntnis genommen. Man fragt sich, warum wird das nicht beachtet? Dann gab es natürlich die Diskussion, ist es denn biologisch plausibel? Kann es denn sein, dass 1, 2 Gläschen Wein am Tag vor Herzinfarkt, vor Herz-Kreislauf schützt? Wie soll das denn funktionieren? Und da gibt es eine sehr wichtige Veröffentlichung, das ist von der American Heart Association, also die größte Kardiologenorganisation der Welt, hat veröffentlicht im Juni 2025 über Alkoholkonsum und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Warum ist es biologisch plausibel, dass ein wenig Alkohol vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützt? Warum? Weil es das sogenannte gute HDL-Cholesterin erhöht, das schlechte LDL-Cholesterin senkt. Ein ganz wichtiger neuer Risikofaktor Lipoprotein a wird gesenkt. Die anderen Blutfette werden gesenkt. Die Blutgerinnungsneigung wird gemindert. Die Entzündungsneigung wird gemindert. Und ein ganz wichtiger stoffwechselprotektiver Effekt, nämlich das Adiponektin, wird gefördert. Das sind biologisch plausible Gründe, warum tatsächlich das nachvollziehbar ist, dass ein wenig Alkohol vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen kann. Und bitte, das hat nicht eine Alkohollobby veröffentlicht, sondern die größte Kardiologenorganisation der Welt. So, jetzt zeige ich Ihnen die größte europäische Langzeitstudie, die sogenannte UK Biobank Study. Ja, das sind 500.000 Teilnehmer, 12 Jahre Nachbeobachtungszeit. Hier hat man sorgfältig unterschiedliches Alter, unterschiedliche Ausbildung, Tabakkonsum, Ernährungsweise, körperliche Aktivität hat man statistisch alles mit einbezogen. Und dann hat man hier nach 12 Jahren die Sterblichkeit, Herz-Kreislauf-Sterblichkeit und Gesamtsterblichkeit in Bezug zu Alkohol gesetzt. Für Frauen zeige ich es auch gleich. Hier sehen Sie auf der Achse Alkohol in Gramm. 10 Gramm, 20, 30, 40, 50 Gramm. Hier hat man also die Abstinenten wieder als Ausgangspunkt genommen, als Referenz. Und dann sehen Sie diese Risikokurve. 10 Gramm, 20 Gramm ist das Optimale sozusagen laut dieser Kurve. Und dann geht das Risiko wieder hoch und bei etwa 45 Gramm Alkohol am Tag dann steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier sehen Sie die Gesamtsterblichkeit, ist auch nicht unwichtig, oder? Tot oder nicht tot, ist, glaube ich, noch interessanter. Und dann sehen Sie diese Risikokurve, die geht also hier irgendwo bei 60, 70 Gramm noch über die Referenzgruppe der Abstinenten. Interessanterweise hier hat man also unterschieden zwischen Rotweinkonsum, Weißwein oder Champagner, Bier oder Spirituosen. Und was eben doch faszinierend ist, ist die Unterschiedlichkeit dieser Risikokurven. Hier sehen Sie also die Rotweingruppe oder die Menschen, die überwiegend Alkohol als Rotwein konsumieren, als Weißwein konsumieren. Beim Bier sehen Sie keinen Vorteil, hier ist es relativ neutral. Aber typisch für Spirituosen, da sieht man überhaupt keinen Benefit.
für die Gesamtsterblichkeit ähnliches Bild. Aber denken Sie dran, die WHO sagt, jeder Tropfen Alkohol ist einer zu viel, jeder Tropfen ist ein Risiko. Schauen Sie sich das an. Hier unten sehen Sie übrigens Gläser und nicht mehr Gramm, sondern Gläser pro Woche, Drinks pro Woche. Ja? 10 Drinks, 15 Drinks, 20 Drinks, 10, 15, 20 Drinks. Wenn ich als Ernährungswissenschaftler diese Studie zitiere und vorstelle, dann heißt es, naja, Sie sind ja von der Weinlobby finanziert. Solche Mammutstudien werden von keiner Lobby finanziert, das sind Steuergelder, die da eingehen, da gibt es keinen Lobbyismus. Und wenn ich das vorstelle, dann wird mir unterstellt, ich bin befangen. Und dann, ja, also ich zeige einfach die neuesten, größten Studienergebnisse, die wir zur Verfügung haben. Hier die gleiche Situation für Frauen. Ja, wir Frauen haben natürlich bei gleicher Menge immer ein schneller aufsteigendes Risiko, aber die Kurven ähneln sich im Prinzip sehr, sehr stark. Und hier sehen Sie die Gesamtsterblichkeit. Drinks pro Woche, kleine Gläser pro Woche, 10, 15, 20 beim Bier und bei Spirituosen. Ja, das überspringe ich mal. So, jetzt habe ich Ihnen das Neueste zum Thema Herz-Kreislauf aus Europa gezeigt. Eine ganz neue zeige ich Ihnen zum Schluss noch. Aber was ist mit dem Krebsrisiko? Das ist ja immer der große Angstmacher, Krebs, Alkohol und Krebs. Schauen Sie, was die WHO sagt. Alkohol wird in die gleiche Gruppe eingeteilt wie Asbeststrahlung und Tabak. Ja, also ich weiß nicht, ob man als Mediziner, gibt es denn moderaten Tabakkonsum, der Vorteile bringt? Nö, der Slogan, den die WHO für den Alkohol verwendet, der gilt eigentlich 1:1 für den Tabak. Es gibt keine gesunde Zigarette. Ja. Naja, also es ist ein bisschen verwunderlich. Okay, also Krebs. Ich habe mal nachgeguckt, wie viel auf Krebstodesfälle auf der Welt auf Alkoholkonsum zurückzuführen sind. Das sind jetzt FAO und WHO-Daten. 4% aller Krebsfälle weltweit gehen auf Alkoholkonsum zurück, wobei natürlich der allergrößte Anteil diejenigen sind, die saufen, die Missbrauch treiben. Wie viele Krebsfälle gehen global auf Tabakkonsum zurück? 25%. Das wird aber gleich in der Argumentation gleichgesetzt. Nun, das sind die alkoholtypischen Krebserkrankungen, die Alkohol assoziiert sind, also die mit Alkohol in Zusammenhang gebracht werden, Dickdarm, Brust und dann vor allen Dingen in der Mundhöhle, Speiseröhre, Kehlkopf und natürlich die Leber. Für Männer typischerweise ist der Darmkrebs an erster Stelle und für Frauen typischerweise der Brustkrebs an erster Stelle zu nennen. Übrigens, das sind zumindest Darmkrebs und Brustkrebs und Leberkrebs, sind auch alles Krebsarten, die sehr stark über Übergewicht beeinflusst werden. Und meiner Meinung nach als Ernährungswissenschaftler hätten wir da mehr zu tun und ein größeres Risiko zu bekämpfen. Aber sei es drum. Ganz wichtig, Alkohol ist nicht eine hinreichende Ursache, um Krebs zu erzeugen, sondern es müssen viele Faktoren zusammenkommen. Ja, es müssen Faktoren aus dem Wirt, also aus dem einzelnen Menschen kommen. Die Frage Umweltbelastung, UV-Strahlen, andere Umweltbelastungen. Wie ist der Ernährungsstil, wie ist der Lebensstil, wie ist die körperliche Aktivität? All das spielt zusammen, um im Endeffekt Krebs entstehen zu lassen. Hier nochmal übrigens das vom World Cancer Research Fund. Ganz wichtig sind eben solche Aspekte, ist man übergewichtig oder nicht? Wie schaut es aus mit der Entzündungsneigung des Fettgewebes? Wie ist es mit der körperlichen Aktivität? Alles diese Dinge beeinflussen die Frage, kriegt man Krebs oder nicht.
Also das sind auf der anderen Seite alles wichtige Risikofaktoren, die krebsfördernd sind. Die müsste man also alle in diesen Alkoholstudien mit berücksichtigen, um das Risiko des Alkoholkonsums per se beurteilen zu können. Und genau das versuche ich Ihnen jetzt in aller Kürze zu zeigen. Ich bin jetzt wieder bei dieser großen europäischen Studie, UK Biobank. Das war eine Gruppierung von 300.000 Leuten. Und hier sehen Sie die Alkoholdosis in Gramm pro Woche, 50, 100, 200, 300, 500, 400. Und hier sehen Sie das Risiko, an Krebs zu sterben. Und Sie sehen, das ist eine fast lineare Risikosteigerung und die WHO hat recht. Je mehr Alkohol Sie trinken, desto höher ist das Risiko, an Krebs zu sterben. Aber die Wissenschaftler haben hier Gott sei Dank Untergruppenanalysen gemacht. Und eine Untergruppe war Menschen mit günstigem Trinkmuster. Als günstiges Trinkmuster wurde bezeichnet, den Alkoholkonsum über die Woche zu verteilen und den Alkohol primär zu den Mahlzeiten zu genießen. Ja, da hat man bei diesen 300.000 Leuten in den Protokollen nachgesehen, leben die so? Und dann hat man deren Krebsrisiko berechnet und die sind jetzt in Blau dargestellt. Bei 100 Gramm pro Woche, bei 200 Gramm pro Woche, bei 300 Gramm Alkohol pro Woche. Sehen Sie ein Krebsrisiko? Keins zu sehen. Erst hier in der Gruppe bei 400 Gramm pro Woche steigt das Krebsrisiko. Okay, ist doch interessant. Krebs ist nicht nur von Alkohol abhängig, sondern wie Sie leben, wie Sie trinken, wie Sie Alkohol verteilen, was Sie dazu essen. Das bezieht sich übrigens nicht nur auf die Krebssterblichkeit, sondern auch auf die Gesamtsterblichkeit. Schauen Sie sich das an, das sind die mit günstigem Trinkmuster. Okay? Die haben hier ein gemindertes Risiko im Vergleich zu Leuten, die eben nicht so günstiges Trinkmuster haben. Hier ist die kardiovaskuläre Sterblichkeit, hier sehen Sie andere Todesursachen. Also ganz wichtige Erkenntnisse, die aber in der Diskussion einfach nicht stattfinden. Ich habe gesagt, körperliche Aktivität ist wichtig. Das ist jetzt ein großes Pooling von britischen Langzeitbeobachtungsstudien. Und hier ging es um die Frage körperliche Aktivität. Und hier hat man geguckt, Abstinente, gelegentlich Trinkende, Leute, die nach Empfehlung trinken, also 1 bis 2 Drinks am Tag, die höhere Risikotrinker sind und die harmful, die also gefährlich viel Alkohol trinken. Und dann sieht man die Beziehung wieder linear, steigt das Risiko, je mehr sie trinken. So, und dann hat man aber geguckt bei Leuten, die körperlich moderat aktiv sind. Das waren die körperlich Inaktiven. Und jetzt sehen Sie das Risiko bei körperlich moderat Aktiven. Und hier sehen Sie das Risiko bei körperlich sehr Aktiven. Bis zu Hazardous Drinking, sogenannt Hazardous. Ja, Hazardous waren hier bis zu 35 Drinks die Woche als Frau und bis zu 49 Drinks die Woche für Männer. Das war das Risiko, nicht zu sehen. Dritter Punkt, Übergewicht oder nicht übergewichtig und Krebsrisiko. Hier sehen Sie, das ist ein bisschen schwer zu erkennen wahrscheinlich, Teilchenumfang, ja, normaler Teilchenumfang, erhöhter Teilchenumfang, sehr hoher Teilchenumfang. Und in Abhängigkeit des Teilchenumfangs steigt das Krebsrisiko. Mit normalem Teilchenumfang steigt es nicht. Und hier sehen Sie also die relativ moderat trinken und hier sehen Sie diejenigen, die mehr als moderat trinken. Und hier sehen Sie diesen Gradienten, je fettleibiger Sie sind, vor allen Dingen im Bauchraum, desto höher wird das Risiko. Das Gleiche haben Sie mit dem Body Mass Index gemacht. Leute, die schlank sind, Leute, die nicht schlank sind. Ja, die übergewichtig sind, Leute, die schlank sind, Leute, die übergewichtig sind. Sehen Sie diesen Gradienten. Also all das spielt eine Rolle und die haben hier kein Krebsrisiko, kein statistisch sicherbares Risiko, auch bei höheren Alkoholmengen.
Also Sie sehen, wie wichtig das wäre, solche Faktoren einzubeziehen. Bisher habe ich nur von Alkohol gesprochen, jetzt will ich aber noch vom Wein sprechen. Sie wissen besser als ich, im Wein ist ja nicht nur Alkohol und Wasser enthalten, sondern eine Vielzahl von Mineralstoffen, Vitaminen, aber eben auch von sekundären Pflanzenstoffen, die hier übergehen aus der Pflanze in das Getränk. Und von einigen dieser Inhaltsstoffe, von diesen Polyphenolen, wissen wir seit langer Zeit, dass sie auch krebshemmend wirken, zumindest experimentell, im Reagenzglas an Tierversuchen eindeutig nachgewiesen als krebshemmende Stoffe. Also muss man das da mit einbeziehen. Man kann offenbar nicht Wodka und Wein, insbesondere Rotwein, miteinander vergleichen. Und jetzt zeige ich Ihnen eben noch ein paar Studien, die versucht haben, den Weinkonsum zu differenzieren zum Thema Krebsrisiko. Hier eine große Analyse, wieder die UK Biobank. Ja, das ist die größte europäische Studie, die best durchgeführte, die wir zurzeit haben. Und hier hat man differenziert zwischen Spirituosen, Bierkonsum, Weinkonsum, habe ich vorhin schon mal gezeigt. Und hier sehen Sie die Krebssterblichkeit in der UK Biobank-Studie bei Weintrinkern, differenziert zwischen Frauen und Männern. Und hier sehen Sie die Dosis, 10 Gramm, 20 Gramm, 30, 40, 50, 60 Gramm. Und hier ist das Risiko. Und das Risiko steigt nicht an. Das ist statistisch sozusagen nicht nachweisbar ansteigendes Risiko, weder bei Frauen noch bei Männern, selbst bei 60 Gramm am Tag bei Weintrinkern. Das sind Daten, die sind veröffentlicht in großen medizinischen Fachzeitschriften, die werden aber von WHO und DGE komplett ignoriert, weil es passt nicht in die politische Agenda, die man hat. Nun ist das nicht die einzige Studie, die zum Weinkonsum und Krebs kein Risiko zeigt. Im Jahr 2023 ist eine große Meta-Analyse veröffentlicht worden. Ja, Zusammenhang zwischen Weinkonsum und Krebserkrankungen. 73 Studien sind hier zusammengefasst worden, hier an Universitäten in Spanien und in Paraguay durchgeführt. Das Ergebnis von 73 Studien, kein Zusammenhang zwischen Weinkonsum und dem Risiko, an irgendeiner Art von Krebs zu erkranken. Was sagen Sie dazu? Das ist veröffentlicht in wissenschaftlichen Journals, wird nicht wahrgenommen. Jetzt bin ich bei einem Punkt, der mir als Ernährungswissenschaftler besonders wichtig ist. Es gibt ja eine Definition der mediterranen Ernährung und wenn Sie sich ein bisschen für Ernährung interessieren, wird Sie nicht überraschen. Allgemein gilt, die mediterrane Ernährung ist die gesündeste Ernährungsform, die wir haben. Und in der klassischen Definition ist immer 1 bis 2 Gläser Wein zum Essen einbezogen als typische mediterrane Ernährung. Okay? Und da hat man hunderte von Studien durchgeführt. Und eine davon ist an der Universität von Freiburg durchgeführt worden, am Institut für evidenzbasierte Medizin an der Medizinfakultät der Universität Freiburg. Da hat man geguckt, ist mediterrane Ernährung ein Schutzfaktor vor Krebs? Ja, ist es. Und welcher Ernährungsfaktor ist der stärkste krebsschützende Faktor? Hat man natürlich gedacht, Obst oder Hülsenfrüchte oder Gemüse oder Olivenöl. Hier sehen Sie die Leute, die wenig davon konsumieren, als Bezugsgröße Risiko 1. Und eine Linksverschiebung der Ergebnisse heißt eine Schutzwirkung, eine Rechtsverschiebung wäre eine Risikosteigerung. Und wenn Sie jetzt mal gucken, welcher von den typischen Faktoren der mediterranen Ernährung geht am weitesten nach links? Der Alkoholkonsum. Per Definition der Weinkonsum. Ja, was soll man dazu sagen? Das Institut für evidenzbasierte Medizin an der Medizinfakultät der Universität Freiburg. So, ich habe Ihnen gesagt, ich zeige Ihnen was ganz Neues. Es ist am 11. Februar veröffentlicht worden. 2 große spanische Kohorten, sagt man, sind ausgewertet worden.
zum Thema mediterrane Ernährung mit Wein und Gesamtsterblichkeit. Und hier hat man geguckt, bei diesen Leuten, das sind also 7.400 plus 23.000 Leute gewesen, halten sie sich wenig an mediterrane Ernährung, Low Mediterranean Diet, ohne Weinkonsum. Halten sie sich wenig an mediterrane Ernährung, aber mit Weinkonsum. Halten sie sich stark an die Vorgaben der mediterranen Ernährung ohne Wein und halten sie sich stark an die mediterrane Ernährung mit Wein. Und jetzt schauen Sie mal, wo es am weitesten nach links geht, in die Risikominderung. Ein ganz klares, deutliches, starkes Ergebnis, mediterrane Ernährung mit 1 bis 2 Gläsern Wein zum Essen schützt offenbar vor Sterblichkeit zumindest in dieser Beobachtungszeit. Das lasse ich mal weg, weil das ein bisschen zu sehr in die Wissenschaft wahrscheinlich gehen würde. Aber ich zeige Ihnen zum Schluss noch eine Auswertung aus dieser großen Studie zum Thema Weinkonsum und Gesamtsterblichkeit. Hier hat man nämlich extra nochmal Unteranalysen gemacht, hat man former drinkers, Leute, die früher zu viel getrunken haben, ausgeschlossen, hat man die Raucher ausgeschlossen, hat man andere Faktoren ausgeschlossen und was auch man immer gemacht hat, selbst bei mehr als 3 Drinks am Tag war das Risiko erniedrigt. Hier bei bis zu 0,5 Drinks bis zu 2,9 Drinks am Tag war das Risiko Gesamtsterblichkeit signifikant gemindert. Also auch unter dieser, was Tim Stockwell und sein Sick Quitters. Und hier ist noch das hier haben wir noch das Krebsrisiko. Ja, High Mediterranean Diet Compliance, also Leute, die sich stark an die mediterrane Ernährung halten und Wein dazu zählen, haben ein signifikant gemindertes Krebsrisiko gezeigt. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen und ich habe das Zitat im Original gelassen, aber ich glaube, jeder versteht es. A lie is halfway around the world before the truth has a chance to get its boot on. So scheint es tatsächlich zu sein. Also, ja, eins noch, was ich eben so problematisch finde, diese DGE-Empfehlungen, die neuen, sind inzwischen vom Robert-Koch-Institut und von anderen Institutionen einfach als gegeben hingenommen worden. Und in den neuen Empfehlungen finden wir ganz selbstverständlich risikofreies, kein Alkoholkonsum, risikoarm, 1 bis 2 Getränke. Also diese DGE-Empfehlungen machen jetzt den Weg durch die Institutionen in die Schulbücher, in die Lehrbücher, überall rein, als sei das Stand des Wissens. Und ich hoffe, ich habe Ihnen gezeigt, das ist nicht Stand des Wissens, sondern das ist eine politische Empfehlung, zu der man sich entschlossen hat. Ich meine, der Verbraucher erwartet es, dass man WHO, DGE, Robert-Koch-Institut, staatlich finanzierte Medien ihre Empfehlungen auf den besten verfügbaren Evidenz aufbauen, anstatt auf bekannterweise unzuverlässige Datensätze und Empfehlungen von Anti-Alkohol-Aktivisten. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen und hoffe, ich habe Ihnen ein paar Neuigkeiten gebracht.